Ihre Augen retten ihnen das Leben. Sie fallen nicht von Treppen, essen nichts Verdorbenes und weichen Autos aus. Ihre Intuition sagt ihnen, sie überleben, weil sie die Realität so sehen, wie sie ist. Sie glauben, dass ihre Sinne ein transparentes Fenster zur wahren Welt sind. Das erscheint logisch. Hätten ihre Vorfahren statt eines Löwen Halluzinationen gesehen, wären sie gefressen worden, also müsste die Evolution diejenigen belohnen, die die Wahrheit sehen. Aber hier liegt der Haken. Ihre Intuition täuscht sie. Es gibt ein strenges wissenschaftliches Theorem, das mathematisch bewiesen wurde. Es besagt, die Evolution vernichtet gnadenlos Organismen, die die wahre Realität sehen. Diejenigen, die die Welt so sehen, wie sie ist, verlieren immer gegen diejenigen, die nur das sehen, was zum Überleben und zur Weitergabe der Gene nötig ist. Nehmen wir ein Beispiel. Schalten Sie Ihren Computer ein. Schauen Sie auf den Desktop. Sie sehen in der Mitte einen gelben Ordner. Bedeutet das, dass im Inneren des Computers tatsächlich ein kleines gelbes Rechteck liegt? Natürlich nicht. Der Ordner ist eine komplexe Abfolge von Nullen und Einsen, die auf einer Festplatte gespeichert ist. Das gelbe Symbol hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit der tatsächlichen Realität des Ordnerinhalts. Und das ist auch gut so. Wenn Sie Magnetfelder und Spannungen steuern müssten, um am Computer zu arbeiten, würden Sie verrückt werden. Das Symbol verbirgt vor Ihnen die komplexe Wahrheit und zeigt ein einfaches Bild, damit Sie handeln können. Die Evolution hat mit uns dasselbe gemacht. Raum und Zeit sind unser Desktop. Physische Objekte sind Symbole. Eine Schlange, ein Apfel, ein Auto, das sind bloß praktische Schnittstellen. Sie zeigen nicht das wahre Wesen der Realität, sie verbergen es, damit wir schnell Entscheidungen treffen können. Lauf, iss, vermehre dich. Die Wahrheit zu kennen ist zu energieaufwendig und gefährlich. Wir brauchen einfache Symbole. Sie fragen, wenn ein Auto nur ein Symbol ist, warum springe ich da nicht davor? Ausgezeichnete Frage. Wir springen aus demselben Grund nicht vor ein Auto, aus dem wir einen wichtigen Ordner nicht in den Papierkorb ziehen. Nicht, weil wir glauben, der Ordner wäre wirklich aus Papier, sondern weil wir die Benutzeroberfläche ernst nehmen. Handlungen mit Symbolen haben reale Konsequenzen. Wenn Sie alle Dateien löschen, verlieren Sie Ihre Arbeit. Wenn mich ein LKW überfährt, sterbe ich. Wir müssen unsere Wahrnehmungen ernst nehmen, aber nicht wörtlich. Das bestätigen auch Physiker. Wir vermuten schon lange, dass Raum und Zeit nicht das Fundament der Realität sind, eher so etwas wie ein Datenformat. Sogar ihr Sehvermögen ist pure Ressourcenersparnis. Sie glauben, alles um sich herum scharf zu sehen, aber das ist eine Illusion. Tatsächlich sehen sie Details nur in einem winzigen Bereich, etwa so groß wie ein Daumennagel bei ausgestrecktem Arm. Alles andere ergänzt und verwischt das Gehirn. Wir erschaffen Objekte mit unserem Blick in dem Moment, in dem wir sie brauchen und löschen sie, wenn wir wegschauen. Genau wie ein Computer Grafiken in einem Videospiel nachlädt. Was ist also dort hinter dem Bildschirm? Wenn Raum und Materie nur eine Benutzeroberfläche sind, was ist dann der Prozessor? Dieses Video basiert auf den Büchern und Interviews des Kognitionspsychologen Donald Hoffman. Und falls Sie gerade denken, was kann ein Psychologe schon Wichtiges über die Natur der Realität erzählen, warten Sie ab. Hoffman erforscht Bewusstsein, visuelle Wahrnehmung und Evolutionspsychologie, Aufmerksamkeit unter Verwendung mathematischer Modelle, Experimente und Computersimulationen. Die von ihm vorgeschlagenen Theorien sind wissenschaftlich und überprüfbar und er selbst ist ein Mensch mit technisch-analytischem Denken. Sein bekanntestes Buch Relativ Real ist wie die rote Pille in Matrix. Es bietet an, den Virtual Reality Helm abzunehmen, den wir seit Millionen von Jahren tragen und zu versuchen zu verstehen, was Realität und die objektive Welt wirklich sind. Vor ihnen steht ein Mann namens Joe. Ein gewöhnlicher Arbeiter. Er arbeitet in einer Geflügelfarm, aber er hat 2 Gehirne. Wortwörtlich. Früher litt Joe unter schwerer Epilepsie. Anfälle jeden Tag, manchmal 2 bis 3 Mal. Das Leben wurde zum Albtraum und dann wagten die Chirurgen einen radikalen Schritt. Sie trennten die Verbindung zwischen seinen Gehirnhälften. Sie durchschnitten das Corpus callosum, das Kabel, über das die linke und rechte Hälfte miteinander kommunizieren. Die Operation funktionierte, die Anfälle hörten auf. Joe kehrte zu einem normalen Leben zurück. Aber dann begannen die Merkwürdigkeiten. Der Neurobiologe Michael Gazzaniga arbeitete über 15 Jahre mit Joe und hier ist, was er entdeckte. Führen wir ein einfaches Experiment durch. Versuchen Sie gleichzeitig mit einer Hand einen Kreis zu zeichnen und mit der anderen ein Quadrat. Für einen normalen Menschen ist das fast unmöglich.
Die Hemisphären sind verbunden, die Signale vermischen sich, deshalb gehorchen die Hände nicht, aber Joe macht das mühelos. Seine Hände arbeiten unabhängig voneinander, weil sie von zwei getrennten Gehirnen gesteuert werden. Hier ist ein anderes Experiment. Gazzaniga zeigt Joe ein Wort auf dem Bildschirm. Der Trick dabei ist, dass man das Wort nur einer Hemisphäre zeigen kann. Wenn nur das rechte Auge das Wort sieht und das linke geschlossen ist, wird die Information über das Wort an die linke Hemisphäre übertragen. Wenn das linke Auge das Wort sieht, an die rechte. Wenn das Wort in die linke Hemisphäre gelangt, spricht Joe es ganz normal aus. Die linke Hemisphäre ist für die Sprache zuständig. Aber wenn das Wort der rechten Hemisphäre gezeigt wird, passiert etwas Seltsames. Joe sagt, ich habe nichts gesehen. Er versteht aufrichtig nicht, was dort war, aber wenn man ihm einen Bleistift in die linke Hand gibt, die von der rechten Hemisphäre gesteuert wird, zeichnet Joe das, was er gesehen hat. Er zeichnet ein Telefon. Und jetzt das Gruseligste. Gazzaniga zeigt der rechten Hemisphäre das Wort Glocke und der linken Musik. Er bittet Joe, auf das Bild zu zeigen, das er gesehen hat. Joe zeigt auf die Glocke, das tat die linke Hand, gesteuert von der rechten Hemisphäre. »Warum hast du auf die Glocke gezeigt?« fragte Gazzaniga. Und hier erfindet die linke Hemisphäre, die das Wort Musik gesehen hat und keine Ahnung von der Glocke hat, sofort eine Erklärung. Nun, das letzte Mal habe ich Musik gehört, als draußen die Glocken läuteten. Verstehen Sie, was passiert ist? Die linke Hemisphäre kannte den wahren Grund nicht, aber sie kann nicht ohne Erklärungen leben. Sie ist unser innerer Erzähler und sie hat sofort eine plausible Geschichte erfunden. Gazzaniga glaubt, dass dies das Hauptmerkmal des menschlichen Gehirns ist. Die linke Hemisphäre sucht ständig nach Ursache-Wirkungszusammenhängen. Sie erklärt die Welt, interpretiert Ereignisse, selbst wenn sie die wahren Ursachen nicht kennt. Das ist ein unglaublicher evolutionärer Vorteil. Eine Spezies, die ständig Warum fragt und nach Mustern sucht, überlebt besser als andere. Aber es gibt auch die rechte Hemisphäre. Sie ist schweigsam, sie kann nicht sprechen, dafür erkennt sie Muster genial. Gazzaniga zeigte Joe Gemälde von Arcimboldo, einem Maler des 16. Jahrhunderts, der Gesichter aus Obst und Gemüse malte. Wenn das Bild in die rechte Hemisphäre gelang, sah Joe ein Gesicht. Wenn dasselbe Bild in die linke ging, sah er nur Obst und Beeren. Die rechte Hemisphäre ist auf Gesichter spezialisiert. Das ist eine uralte Anpassung. Schnell ein Gesicht zu erkennen, zu verstehen, ob es Freund oder Feind ist, eine Emotion zu lesen, ist überlebenswichtig. Aber wenn es darum geht, was den Menschen zum Menschen macht, die Fähigkeit zu denken, zu erfinden, zu interpretieren, darin ist die linke Hemisphäre stark. Joe lebt ein normales Leben. Er arbeitet, kommuniziert. Im Alltag bemerkt er kaum, dass sein Gehirn geteilt ist, aber die Wissenschaftler sehen, in seinem Schädel koexistieren zwei Geister. Zwei Arten, die Welt zu sehen, zwei Bewusstseinsströme, das regt zum Nachdenken an. Wenn bei Joe zwei Gehirne in einem Kopf zusammenleben, was passiert dann bei jedem von uns? Seien wir ehrlich, wir alle sind wie Joe. Unser Gehirn trifft viele Entscheidungen auf einer Ebene, die dem Bewusstsein nicht zugänglich ist und erzählt uns dann eine schöne Geschichte darüber, warum wir genauso gehandelt haben und nicht anders. Wir sind es gewohnt zu denken, dass wir ein einheitliches Ich haben, aber die Wissenschaft sagt, Ihr Ich ist einfach das Ergebnis von Neuronenverbindungen. Trenne die Verbindungen und Ihr Ich zerfällt in Teile. Das Bewusstsein kann mit einem Skalpell geteilt werden und möglicherweise ist dies eine der erstaunlichsten Entdeckungen über die Natur des Menschen. Was sind wir für Wesen, wenn unsere Überzeugungen, Wünsche, Persönlichkeiten und möglicherweise das Schicksal unserer Seelen mit einem Skalpell zerschnitten werden können? Warum haben wir Bewusstsein? Was ist Bewusstsein? Kann die Neurowissenschaft das ewige Rätsel des menschlichen Bewusstseins lösen? Der Scheinwerfer der Wissenschaft, der tief in den Bereich des Unbelebten eingedrungen ist, schwarze Löcher, gebundene Quarks, langsame tektonische Platten, ist nun auf das für uns Wichtigste gerichtet, unsere zutiefst persönliche Welt bewusster Überzeugungen, Wünsche, Emotionen und sinnlicher Wahrnehmungen. Werden wir auch nur einen flüchtigen Blick erhaschen oder sogar uns selbst begreifen können? Darauf strebt die Wissenschaft des Bewusstseins zu. Die Wissenschaft ist eine Jagd. Wir suchen den heiligen Gral des Bewusstseins. Wir hoffen, dass wir eines Tages jenen goldenen Schlüssel finden werden, der das Geheimnis des Geistes öffnet, genauso wie die Entdeckung der DNA das Geheimnis des Lebens enthüllte. Wir haben bereits wichtige Anhaltspunkte. Wir wissen genau, was in Ihrem Kopf passiert, ist eng mit dem verbunden, was Sie fühlen. Nehmen wir zum Beispiel Farbe. In Ihrem Gehirn gibt es einen Bereich namens V4. Wenn jemand dort einen Schlaganfall erleidet, wird die Welt für ihn zur Hälfte farblos. Ein roter Apfel wird für ihn links rot und rechts grau sein. Mehr noch. Wir können damit spielen wie mit einem Schalter.
Mit Hilfe von Magnetstimulation kann man diesen Bereich vorübergehend abschalten. Wenn ich einen speziellen Magneten an Ihren Kopf halte und diesen Bereich ausschalte, werden Sie teilweise aufhören, Farben zu sehen. Nehme ich den Magneten weg, kehren die Farben zurück. Wir können buchstäblich unsere Empfindungen ein- und ausschalten. Hier ist ein anderes Beispiel. Nehmen wir den Tastsinn. Schon in den 30er Jahren stocherte der Chirurg Wilder Penfield mit Elektroden in den Gehirnen von Patienten herum und erstellte eine Karte unseres Körpers im Schädel. Es stellte sich heraus, dass die Zehen dort neben den Genitalien wohnen. Vielleicht ist genau das der Grund, warum manche Menschen Fußmassagen so lieben. Heute haben wir noch coolere Werkzeuge. Wir können Ängste heilen. Zum Beispiel ist übermäßige Angst vor Spinnen, Arachnophobie, mit Aktivität in der Amygdala verbunden. Ein Psychotherapeut kann den Patienten bitten, eine lebende Vogelspinne zu berühren, wodurch seine Angst aktiviert wird und ihm dann eine Tablette geben, die diese emotionale Verbindung löscht. Die Therapie funktioniert, die Phobie verschwindet und mit Mäusen vollbringen wir Wunder mit Hilfe von Licht. Es gibt eine Technologie namens Optogenetik. Wissenschaftler nehmen eine Maus, implantieren ihr ein spezielles Algengen und ihre Neuronen beginnen auf Licht zu reagieren. Wir können einen Laser ins Gehirn der Maus leuchten und bei ihr zwangsweise ein Glücksgefühl einschalten. Selbst wenn die Maus in einem gruseligen, unbequemen Käfig sitzt, betätigen wir den Schalter und sie fühlt sich wie im Paradies. Aber hier liegt die Ironie. Wir können Emotionen ein- und ausschalten. Wir sehen Neuronen, aber wir haben immer noch keine Ahnung, wie Materie zu Gefühl wird. Wir haben keine einzige Formel, die erklären würde, warum die Aktivität dieser Gruppe von Zellen der Geschmack einer Banane ist und jener das Heulen einer Sirene. Warum schmeckt die Banane nicht wie Kaffee? Wir haben Gesetze für schwarze Löcher und Quarks, aber kein Gesetz für den Geschmack einer Banane. Vielleicht fehlen uns einfach Daten und wir warten auf unseren Einstein der Neurobiologie. Oder vielleicht sind wir wie Katzen, die versuchen, Quantenphysik zu verstehen. Wir sind einfach nicht von der Evolution dafür geschaffen, solche Aufgaben zu lösen. Aber es gibt auch eine dritte Variante. Vielleicht sind wir klug genug. Wir schauen nur die ganze Zeit von der falschen Seite auf das Problem. Wir glauben fest, ich sehe die Welt so, wie sie ist. Sie schauen auf Tomaten und sind sicher, dass sie, selbst wenn sie die Augen schließen oder sich abwenden, dort bleiben werden. Das scheint offensichtlich, aber lassen Sie uns dieses Realitätsgefühl auf die Probe stellen. Schauen Sie sich den Neckarwürfel an. Das sind einfach Linien auf einer Fläche. Aber Ihr Gehirn erschafft daraus ein dreidimensionales 3D-Objekt. Manchmal sehen Sie die Seite A vorne und manchmal die Seite B. Das Bild ändert sich nicht, nur Ihre Wahrnehmung ändert sich. Wenn Sie sich abwenden, gibt es keinen 3D-Würfel auf dem Papier, es gibt nur Tinte. Den Würfel erschafft Ihr Gehirn. Mit der Tomate ist es die gleiche Geschichte, nur komplizierter. Galilei erkannte als erster, dass Geschmack, Geruch und Farbe nicht im Gegenstand selbst existieren, sie leben in uns. Die Tomate strahlt keine rote Farbe aus, sie absorbiert einfach alle Lichtwellen außer einer, mit einer Wellenlänge von etwa 700 Nanometern. Diese Welle reflektiert sie. Die Welle trifft auf unser Auge und trifft die Rezeptoren der Netzhaut. Die Rezeptoren erzeugen einen elektrischen Impuls, der ans Gehirn übertragen wird und irgendwo dort in den neuronalen Netzen entsteht das Empfinden von Rot. Die Lichtwelle selbst ist nicht rot. Sie ist überhaupt nichts. Es ist einfach eine Schwingung des elektromagnetischen Feldes, das Rot erschafft das Gehirn. Aber Galilei wusste das damals nicht und blieb auf halbem Weg stehen. Er dachte, dass die Form und Position der Tomate objektive Realität seien. Aber die Evolution ist anderer Meinung. Die Evolution durch natürliche Selektion impliziert ein paradoxes Theorem. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Realität so sehen, wie sie ist gleich Null. Dieses Theorem gilt nicht nur für Geschmack, Geruch und Farbe, sondern auch für Form, Position, Masse und Geschwindigkeit, sogar für Raum und Zeit. Wir sehen nicht die wahre Realität, die Sie dazu bringt, die Erfahrung einer Tomate zu erschaffen, die Realität, die unabhängig davon existiert, ob Sie die Tomate sehen oder nicht, ist überhaupt nicht das, was Sie sehen und schmecken. Wir haben die flache Erde und das geozentrische Universum verworfen. Wir haben verstanden, dass unsere Wahrnehmung uns in die Irre geführt hat und haben unsere Fehler korrigiert. Das war nicht leicht. Dabei gerieten alltägliche Intuition und kirchliche Doktrinen ins Wanken, aber diese Korrekturen waren nur Übungen. Jetzt müssen wir die Raumzeit selbst und alles, was darin ist, über Bord werfen. Wir sind es gewohnt, über Schönheit als etwas Erhabenes zu denken. Dichter verfassen Gedichte über sie, Maler malen Bilder. David Hume sagte, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt, aber er erklärte nicht,
warum sie überhaupt dort erschienen ist. Doch Charles Darwin erklärte es und seine Erklärung ist zynisch. Schönheit ist keine Abstraktion, sie ist ein Taschenrechner. Wenn Sie jemanden anschauen und bewundern, führt Ihr Gehirn in Wirklichkeit eine hochkomplexe Berechnung durch. Es bewertet die Chancen. Kann dieser Mensch überleben und gesunden Nachwuchs zeugen? Die Vorhersagen der Evolution über Schönheit sind erstaunlich, aber ihre Vorhersagen über physische Objekte sind verwirrend. Objekte befinden sich, genau wie Schönheit, im Auge des Betrachters und informieren uns über Fitness, nicht über die objektive Realität. In Australien lebt der Prachtkäfer. Die Männchen dieser Art lieben große, glänzende Weibchen von brauner Farbe mit Noppen auf dem Rücken. Und eines Tages warfen Menschen leere Bierflaschen in der Wüste weg. Sie waren braun, glänzend und hatten Noppen am Boden. Wie Sie sich schon denken können, waren das für die Käfer keine Flaschen, das waren Superfrauen. Die Männchen verließen echte Weibchen und flogen zum Glas. Sie versuchten sich mit den Flaschen zu paaren bis zur völligen Erschöpfung. Sie ignorierten sowohl die Hitze als auch die Ameisen, die herankamen und sie bei lebendigem Leib auffraßen, während sie Liebe machten mit dem Leergut. Die Käfer waren fast ausgestorben, bis die Bierhersteller das Flaschendesign änderten. Denken Sie, wir sind klüger als diese Käfer? Nicht ganz. Die Sache ist, dass unser Gehirn nach demselben Prinzip funktioniert. Wir suchen nach Signalen für Gesundheit und Jugend. Hier ein Beispiel: der Limbalring. Das ist der dunkle Rand um die Iris des Auges, dort wo die Farbe in das Weiße übergeht. Mit dem Alter oder durch Krankheiten verblasst dieser Ring und verschwindet. Deshalb ist ein klarer, heller Ring ein Signal: Ich bin jung, ich bin gesund, ich habe ausgezeichnete Gene. Wissenschaftler führten Experimente durch. Menschen wurden identische Gesichter gezeigt, aber bei einigen wurde dieser Ring entfernt. Und was denken Sie? Alle. Sowohl Männer als auch Frauen wählten unbewusst Gesichter mit dem dunklen Rand. Wir verstehen nicht einmal, warum uns das gefällt, aber das uralte Programm in uns schreit: Das ist eine gute Wahl. Aber dieses System hat eine dunkle Seite. Wenn Schönheit ein Code ist, dann kann er gehackt werden. In der Natur tobt ein Krieg der Hacker. Gene sind zu jeder Täuschung bereit, um zu überleben. Es gibt eine Orchidee, die genau wie ein Wespenweibchen aussieht und riecht. Das Wespenmännchen sieht sie, wird wahnsinnig vor Leidenschaft und versucht sich mit der Blume zu paaren. Natürlich bekommt es keinen Sex, es verschwendet nur Kraft. Dafür bekommt die Orchidee einen kostenlosen Kurier für ihre Pollen. Und die Geschichte mit den Glühwürmchen ist eines Thrillers würdig. Männchen einer Glühwürmchenart blinken in einem bestimmten Code, um eine Partnerin zu finden. Weibchen einer anderen Art, räuberisch und riesig, haben diesen Code geknackt. Sie sitzen im Gras und blinken zurück. Liebling, ich bin hier, flieg zu mir. Das Männchen, voller Hoffnung, fliegt zum Rendezvous und wird sofort gefressen. Die Räuberin bekommt nicht nur ein Abendessen, sie stiehlt aus dem Blut des Opfers giftige Substanzen, um selbst für Vögel ungenießbar zu werden. Das ist das perfekte Verbrechen. Also ist Schönheit die Währung der Evolution. Wir nennen das Fitnesspunkte. Ihr Gehirn scannt ständig die Welt und versucht, diese Punkte zu sammeln. Essen, Sex, Sicherheit, all das ist im Begriff schön kodiert. Aber wie das Experiment mit den Käfern und der Flasche gezeigt hat, kann dieser Code manchmal einen bösen Streich spielen. Gene kennen keine Moral, sie wollen einfach gewinnen und sich vermehren. Erinnern Sie sich daran, wie Sie sehr hungrig waren? Sie riechen Pizza und für Sie ist das der Duft des Paradieses. Das erste Stück, pure Ekstase, der Organismus schreit: Wir überleben, Fitnesspunkte erhalten. Aber nach 6 Stücken verursacht derselbe Geruch schon Übelkeit. Die Pizza ist dieselbe, Sie sind derselbe, nur der Zustand hat sich geändert, es tropfen keine Punkte mehr. Dasselbe passiert mit Schönheit. Sie ist nicht absolut, sie hängt davon ab, was Ihre Gene gerade jetzt brauchen. Versuchen Sie die Frage zu beantworten: Was signalisiert noch im Aussehen Jugend? Hier ist ein interessantes Detail. Bei Kindern erscheint der farbige Teil des Auges, die Iris, riesig. Und bei älteren Menschen sieht sie kleiner aus. Wissenschaftler haben berechnet, bis 50 Jahre ist die Iris tatsächlich größer im Verhältnis zum Augenweiß und nach 50 erschlafft die Haut und das Auge verändert sich. Männer suchen unbewusst nach Frauen mit großen Iriden. Warum? Weil große Iris gleich Jugend. Und Jugend gleich Kinder. Eine Frau mit 20 Jahren kann fast garantiert gebären. Mit 50 tendieren die Chancen gegen 0. Ein Mann, der sich in eine 50-Jährige verliebt, kann ein glückliches Leben führen, aber seine Gene werden mit ihm sterben und die Gene dessen, der 20-Jährige wählt, werden weitergehen. Deshalb sind wir Männer programmiert, bei großen Augen verrückt zu werden. Das erklärt, warum in japanischen Anime die Mädchen Augen haben, die das halbe Gesicht einnehmen. Die Künstler haben diesen Attraktivitätsknopf intuitiv vor den Wissenschaftlern gefunden. Und was ist mit den Frauen? Hier ist alles viel komplizierter. In der Natur gibt es eine eiserne Regel:
wer mehr in die Kinder investiert, der wählt auch. Die Frau trägt das Kind 9 Monate aus und stillt es. Der Mann kann sich auf 5 Minuten Vergnügen beschränken. Deshalb sind Frauen wählerische Käufer und Männer sind aufdringliche Verkäufer. Aber Frauen haben ein Dilemma. Einerseits braucht sie einen zuverlässigen Partner mit Ressourcen. Das ist oft ein älterer Mann mit Geld und Status, aber solche Männer haben in der Regel niedrigeres Testosteron. Andererseits braucht sie gesunde, starke Gene für das Kind und das sind brutale Machos mit eckigen Kiefern und hohem Testosteron. Aber solche Kerle gehen oft fremd und sind schlechte Väter. Was sollen die weiblichen Gene tun? Sie haben eine geniale, wenn auch hinterhältige Strategie erfunden. Der Geschmack der Frau ändert sich im Laufe des Monats. Wenn sie am fruchtbarsten ist, in den Tagen des Eisprungs, zieht es sie plötzlich zu den bösen Jungs mit hohem Testosteron. Ihre Gene wollen das beste biologische Material bekommen. Und an den übrigen Tagen des Zyklus gefallen ihr mehr die zuverlässigen, fürsorglichen Männer mit weicheren Gesichtszügen. Es stellt sich heraus, dass die Natur die Frau zum idealen Szenario drängt, aus Sicht der Gene natürlich. Schwanger werden vom Macho mit ausgezeichneter Genetik und das Kind aufziehen mit einem fürsorglichen und zuverlässigen Papa. Hier ist noch ein interessantes Detail über Augen. Die Pupillen. Die Pupillen erweitern sich nicht nur bei Dunkelheit, sondern auch bei Interesse. Wenn eine Frau jemanden anschaut, der ihr gefällt, werden ihre Pupillen größer. Das männliche Gehirn liest das sofort. Sie ist interessiert, es gibt Chancen. Wissenschaftler führten ein Experiment durch. Männern wurden 2 Buchcover mit demselben Mädchen gezeigt, aber auf einem hatte man ihr in Photoshop die Pupillen vergrößert. Und was denken Sie? Die Männer kauften das Buch mit dem großäugigen Mädchen, ohne zu verstehen, warum. Sie fühlten einfach, sie schaut mich mit Interesse an. Also, wenn wir uns verlieben, sollten wir im Hinterkopf behalten, das alles ist nicht einfach Romantik. Das sind unsere uralten Gene, die eine hochkomplexe Schachpartie spielen und Züge für Generationen vorausberechnen. Und sie benutzen unsere Gefühle als Figuren auf dem Brett. Wissenschaftler führten noch ein Experiment durch. Männern gab man 2 Fotos derselben Frau. Auf einem waren ihre Pupillen riesig und auf dem anderen klein. Aber auf dem Foto mit den kleinen Pupillen sah sie jünger aus. Und hier teilten sich die Männer. Die einen wählten Jugend, die anderen Verfügbarkeit. Das heißt, die Evolution, diese schlaue Bestie, hat verschiedene Strategien zum Überleben geschaffen. Schauen Sie sich aufmerksam das Augenweiß an. Die Sklera. Haben Sie jemals bemerkt, dass sie bei Menschen weiß ist? Das ist seltsam. Kein anderer Primat auf der Welt hat weiße Augen. Bei Affen sind die Augen dunkel, damit Raubtiere nicht verstehen, wohin sie schauen. Warum sind unsere weiß? Die Sklera. Das Weiße des Auges beeinflusst ebenfalls die Attraktivität. Kein anderer Primat hat weiße Skleren, ihre Skleren sind dunkel, dazu bestimmt die Blickrichtung vor Raubtieren und Artgenossen zu verbergen, für die ein direkter Blick eine Bedrohung bedeuten kann. Die weiße Sklera des menschlichen Auges verrät die Blickrichtung und macht sie zu einem Instrument sozialer Kommunikation. Sie zeigt auch Emotionen und Gesundheit. Die Sklera ist von der Bindehaut bedeckt, einer dünnen Membran mit winzigen Blutgefäßen. Bestimmte Emotionen wie Angst oder Traurigkeit und bestimmte Pathologien wie Allergien und Bindehautentzündungen verursachen eine Erweiterung dieser Gefäße, wodurch die Sklera rot wird. Die Gene übersehen das nicht. Fotos von Gesichtern mit künstlich geröteten Augen wirken emotional und weniger attraktiv. Lebererkrankungen und Alterung können der Sklera einen gelblichen Farbton verleihen. Das Aufhellen der Sklera macht das Gesicht attraktiver. Hier ist noch ein Detail. Bei Säuglingen ist das Augenweiß leicht bläulich. Mit dem Alter wird es gelb oder trüb. Wenn Sie also jünger wirken wollen, fügen Sie Ihrem Porträt etwas Blau in den Augen hinzu. Das funktioniert unfehlbar. Und vergessen Sie nicht den Glanz. Der Glanz in den Augen ist nicht nur Poesie, das ist Physik. Unsere Augen sind mit Tränenflüssigkeit bedeckt. Wenn sie gesund und jung sind, gibt es viel Flüssigkeit und die Augen strahlen. Wenn sie krank sind oder altern, trocknen die Augen aus und werden stumpf. Durch die Feuchtigkeit glänzen unsere Augen im Licht, was ihre Attraktivität erhöht. Professionelle Fotografen wissen das und verwenden Lichtreflexe, um den Augen Glanz zu verleihen. Künstler wissen das auch. Die Augen des Mädchens mit dem Perlenohrring von Vermeer glänzen lebensfroh, während es in den Augen der Mona Lisa keine Reflexe gibt, was ihr Geheimnis hinzufügt. In Anime sind die Reflexe übertrieben, um die Attraktivität der Charaktere zu betonen. Filmemacher vermeiden Reflexe in den Augen von Bösewichten und machen sie leblos und niederträchtig. Sogar Schmetterlinge wissen das.
Einige Schmetterlinge haben auf ihren Flügeln ein Muster von falschen Augen mit einem gemalten Reflex. Das täuscht Vögel und zieht Partner an. Die Evolution malt Reflexe auf Flügel um des Überlebens willen. Eine weitere interessante Entdeckung machte William Hamilton. Er erkannte, dass wir uns nicht nur um uns selbst kümmern. Wir haben Brüder, Schwestern, Neffen und Nichten. In ihnen sind auch unsere Gene. Deshalb schreit das Ziesel, wenn es einen Adler sieht. Es riskiert sein Leben, aber rettet die Verwandtschaft. Seine Schreigene überleben in seinen geretteten Brüdern. Das nennt man Gesamtfitness. Wir können sogar am Gesicht erraten, wer mit wem verwandt ist, und die Augen spielen hier eine Schlüsselrolle. Pupillen, Glanz, Farbe des Augenweißes, all das sind Botschaften über Gesundheit, Alter und Verwandtschaft. Wir denken, dass wir Schönheit sehen. In Wirklichkeit sehen wir Chancen auf Fortpflanzung, und das führt uns zur Hauptfrage. Nehmen wir die Realität so wahr, wie sie wirklich ist? Wir werden eine paradoxe Antwort finden. Wenn unsere Sinne sich entwickelt haben und durch natürliche Selektion geformt wurden, dann befinden sich Raum, Zeit und physische Objekte genau wie Schönheit im Auge des Betrachters. Sie informieren uns über Fitness, nicht über Wahrheit oder objektive Realität. Wir sind es gewohnt, unseren Augen zu vertrauen. Uns scheint, dass, wenn wir eine Banane sehen, sie dann auch existiert, und in Wirklichkeit ist sie genau so. Grünlich, kalt und glatt. Wissenschaftler nicken normalerweise zustimmend. Natürlich hat uns die Evolution gelehrt, die Wahrheit zu sehen. Schließlich ist die genaue Wahrnehmung der Realität der Schlüssel zum Überleben. Aber lassen Sie uns für eine Sekunde einen verrückten Gedanken zulassen. Was, wenn alles genau umgekehrt ist? Was, wenn die natürliche Selektion die Wahrheit nicht belohnt? Viele denken, dass die Wahrheit sehen und angepasst sein dasselbe ist, aber das ist ein Fehler. Stellen Sie sich einen Haufen Mist vor. Für uns ist das Dreck und Ansteckungsgefahr, für die Dummfliege ist es ein luxuriöses Abendessen und ein Zuhause. Die Realität ist dieselbe. Mist, aber der Vorteil fürs Überleben ist diametral entgegengesetzt. Der Evolution ist die Wahrheit egal. Ihr ist Fitness wichtig, Punkte, die du im Überlebensspiel bekommst. Die Wahrheit zu sehen und das zu sehen, was nützlich ist, das sind zwei verschiedene Strategien und sie konkurrieren miteinander. Hier entsteht ein Paradox. Wenn wir die Realität nicht sehen, was ist dann mit der Wissenschaft? Schließlich sind DNA, Neuronen, Atome auch Objekte, die wir beobachten. Wenn unser Sehvermögen lügt, stürzt dann nicht die Evolutionstheorie selbst zusammen? Nein. Und hier ist warum. Es gibt so etwas wie den universellen Darwinismus. Darwins Idee der natürlichen Selektion ist im Wesentlichen ein abstrakter Algorithmus. Er funktioniert überall. In der Biologie, wo die Angepassten überleben, er funktioniert in der Sprache. Wörter konkurrieren und sterben aus. Er funktioniert in der Kultur. Erinnern Sie sich, wie virale Melodien die Köpfe erobern und andere Lieder verdrängen. Der Physiker Lee Smolin glaubte, dass dieses Gesetz sogar für ganze Universen und schwarze Löcher funktioniert. Dieser Algorithmus braucht keine physischen Objekte, um zu funktionieren, er braucht Mathematik. Variabilität, Vererbung und Selektion. Der Philosoph Daniel Dennett nannte dies universelle Säure in seinem Buch Darwin's Dangerous Idea. Sie zerfrisst alte Vorstellungen und lässt nur die nackte Struktur übrig. Selbst wenn Raum und Zeit nur eine Illusion unseres Gehirns sind, funktioniert der darwinistische Algorithmus trotzdem. Wie können wir sicher wissen, wer gewinnt? Wahrheit oder Nutzen? Dabei hilft uns die Spieltheorie. Schauen Sie sich die Tiere an. Nehmen wir zum Beispiel Skorpione. Sie sind brutale Kerle, bei der kleinsten Sache sofort Kampf auf Leben und Tod. Aber es gibt auch andere Tiere. Zum Beispiel verbergen manche Schlangen während des Kampfes ihre Giftzähne. Hirsche kämpfen nur mit den Geweihen, treten nicht mit den Hufen in den Bauch. Warum? Woher kommt solch eine Noblesse in der freien Natur? Das ist keine Noblesse, das ist nacktes Kalkül. Stellen Sie sich ein einfaches Spiel vor. Es gibt zwei Strategien: Falke und Taube. Der Falke greift immer an und geht bis zum Ende, die Taube weicht zurück, wenn sie angegriffen wird. Wenn der Preis für den Sieg groß ist und der Preis einer Verletzung niedrig, ist es vorteilhaft, ein Falke zu sein. Aber wenn der Preis des Kampfes enorm ist, zum Beispiel eine schwere Verstümmelung, dann wird eine Population aus lauter Falken sich einfach gegenseitig umbringen. In einer solchen Situation wird es vorteilhafter, eine Taube zu sein. Die Mathematik dieses Spiels zeigt, nicht immer gewinnt die aggressivste oder geradlinigste Strategie. Alles hängt von den Punkten für Gewinn und Verlust ab. Genauso ist es mit der Wahrnehmung. Wir können mathematisch berechnen, ob es vorteilhaft ist, die Welt so zu sehen, wie sie ist. Die Hauptlektion ist klar. Überleben, Fitness, hängt nicht von objektiver Stärke ab, sondern vom Kontext, davon, wer dich umgibt.
Und jetzt übertragen wir diese Logik auf unser Sehen und die Wahrnehmung der Realität. Wir sind es gewohnt zu denken, dass die Evolution in uns die Fähigkeit entwickelt, die Wahrheit zu sehen. Je genauer wir die Welt sehen, desto besser überleben wir. Richtig? Um das zu überprüfen, formulierte Donald Hoffman ein Theorem, das er zusammen mit dem Mathematiker Chetan Prakash bewies. Es heißt, Fitness schlägt Wahrheit. Die Essenz ist einfach. Stellen Sie sich zwei Wesen vor. Das erste Wesen nennen wir Wahrheit. Es sieht die Welt so, wie sie ist. Es kennt genau die Menge einer Ressource, zum Beispiel Sauerstoff. Das zweite Wesen nennen wir Fitness. Es sieht nicht die objektive Realität, es sieht nur das, was fürs Überleben wichtig ist. Es sieht nicht die Sauerstoffmenge, sondern Marker, ob das sicher oder tödlich ist. Wer gewinnt in der natürlichen Selektion? Die Mathematik gibt eine eindeutige Antwort. Wahrheit stirbt aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass die natürliche Selektion unsere Augen auf die Wahrnehmung der wahren Realität einstellt, ist praktisch gleich null. Für ein Auge, selbst ein einfacheres als das menschliche, ist diese Chance 1 zu Milliarden von Milliarden. Warum passiert das? Stellen Sie sich vor, dass ein Wesen eine bestimmte Ressource braucht. Wenn es zu wenig davon gibt, stirbst du. Wenn es zu viel davon gibt, stirbst du auch, wie bei einem Überschuss an Sauerstoff oder Wasser. Das ist eine glockenförmige Kurve. Gut ist nur in der Mitte. Das Wesen namens Wahrheit sieht, dass die Ressource mehr geworden ist, aber dieses Wissen allein ist nutzlos. Ist mehr gut oder schon schlecht? Wahrheit weiß es nicht. Sie muss rechnen. Das Wesen namens Fitness sieht einfach nur ein Signal. Gefahr. Es ist ihm egal, ob es viel oder wenig Ressource gibt, es weiß das Wichtigste. Es muss fliehen. Fitness verbraucht weniger Energie und trifft Entscheidungen schneller. Wahrheit ist zu komplex und ineffizient. Im evolutionären Rennen verliert sie haushoch. Sie können einwenden, aber wir haben doch ein großes Gehirn, wir sind fürs Verstehen der Wahrheit geschaffen. Das ist auch ein Mythos. In den letzten 20.000 Jahren ist das menschliche Gehirn geschrumpft. Wir haben ein Volumen von der Größe eines Tennisballs verloren. Wir werden nicht klüger im biologischen Sinne, wir haben einfach gelernt, in sozialen Netzwerken zu überleben, wo die Gesellschaft uns gegen Fehler absichert. Persönlich klingt das alles für mich ein bisschen verrückt. Wenn man hört, dass die Evolution die Wahrheit vor uns verbirgt, ist die erste Reaktion, nach einem Fehler in den Berechnungen zu suchen. Sicher haben die Wissenschaftler etwas übersehen. Vielleicht sind Hoffmans Modelle zu einfach? Schließlich ist in der Natur alles viel komplizierter. Populationen sind begrenzt, es gibt zufällige Mutationen, Organismen interagieren auf komplexe Weise. Vielleicht, wenn man diese Details hinzufügt, gewinnt die Wahrheit doch? Leider nein. Die Mathematik ist unerbitterlich. Schauen wir uns das Phänomen namens neutrale Drift an. Das ist, wenn sich eine zufällige Mutation einfach so ausbreitet, ohne Nutzen fürs Überleben. In einer kleinen Population kann das Aussterben der Wahrheit verlangsamen, aber verlangsamen heißt nicht retten. Die natürliche Selektion drückt trotzdem auf die Wahrheit und versucht sie zu vernichten. Um das zu überprüfen, schuf Hoffmans Student Justin Mark eine virtuelle Welt. Er startete eine Simulation mit Tausenden von Generationen digitaler Wesen. Die ersten waren völlige Idioten. Sie rannten gegen Wände, versuchten Leere zu essen, aber Generation für Generation wurden sie klüger. Am Ende wurden sie zu Überlebensvirtuosen und wissen Sie was? Keiner von ihnen lernte die Wahrheit zu sehen. Sie lernten den Vorteil zu sehen. Aber vielleicht müssen wir die ganze Erde simulieren, um das sicher zu wissen? Überhaupt nicht. Nehmen wir eine Lotterie. Um zu verstehen, dass ihre Gewinnchancen winzig sind, muss man nicht die Biografie jedes Einzelnen kennen, der ein Los gekauft hat. Man braucht nur Wahrscheinlichkeitstheorie. Genauso ist es hier. Die Wahrscheinlichkeit, dass unser Auge zufällig die wahre Struktur der Welt sieht, strebt gegen Null. Die Wahrheit hat weniger Chancen als ein Lotterielos. Dies ist deine letzte Chance. Danach gibt es kein Zurück. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland. Und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Wozu brauchen wir Augen, wenn sie lügen? Um das zu verstehen, erinnern wir uns an das Beispiel vom Anfang des Videos. Der gelbe Ordner auf dem Desktop ist in Wirklichkeit nicht gelb, in Wirklichkeit ist es eine Ansammlung von Nullen und Einsen verstreut über Mikrochips. Aber das Symbol des Ordners versucht nicht, sie zu täuschen, im Gegenteil, es hilft. Wenn Sie den Computer steuern müssen, indem Sie Spannungen an Transistoren ändern und Binärcode umschreiben, würden Sie niemals auch nur eine einfache E-Mail versenden. Die Benutzeroberfläche verbirgt vor Ihnen die komplexe Wahrheit, damit Sie einfach arbeiten können.
Donald Hoffman nannte dies die Interface-Theorie der Wahrnehmung. Die Evolution hat mit uns dasselbe gemacht. Raum und Zeit sind unser Desktop. Und physische Objekte, Löffel, Bananen, Sterne sind einfach Symbole. Die Natur will nicht, dass wir Quantenfelder oder Superstrings sehen. Das ist zu komplex. Sie will, dass wir überleben und Nachkommen hinterlassen. Deshalb gab sie uns eine praktische Benutzeroberfläche. Wir sehen nicht die Realität, wir sehen Datenstrukturen, die uns helfen, Ressourcen zu beschaffen. Sie fragen, na gut, wenn eine Klapperschlange nur ein Symbol ist, warum sie nicht in die Hand nehmen? Sie ist doch nicht echt. Ich werde keine Klapperschlange greifen, aus demselben Grund, aus dem ich nicht sorglos mit dem Pinselsymbol über meine Zeichnung in einer Grafikanwendung fahren werde. Nicht, weil ich das Symbol wörtlich nehme. In meinem Laptop ist kein Pinsel, aber ich nehme es ernst. Ich weiß, dass, wenn ich damit über den Bildschirm fahre, ich meine Zeichnung ruiniere. Und das ist der Punkt. Die Evolution hat unsere Sinnesorgane geformt, um uns am Leben zu erhalten. Besser, sie ernst zu nehmen. Wenn du Feuer siehst, geh nicht hinein. Wenn du Giftefeu siehst, iss ihn nicht. Wenn du eine Klapperschlange siehst, greif sie nicht an. Mit anderen Worten, die Schlange ist ein Gefahrensignal in unserer Benutzeroberfläche. Wie ein Totenkopfsymbol oder ein Hochspannungszeichen. Das Schild selbst gibt keinen Stromschlag, aber es rettet Leben. Übrigens erklärt das auch die Mimikrie in der Natur. Warum gibt eine ungiftige Spinne vor, Vogelkot zu sein? Sie hackt die Benutzeroberfläche des Räubers. Das ist wie Phishing im Internet. Hacker fälschen das Logo einer Bank, um das Passwort zu stehlen. Die Spinne fälscht das Symbol von Kot, damit der Vogel sie nicht frisst. Das ist ein Krieg der Benutzeroberflächen. Wir tappen ständig in dieselbe Falle. Wir haben uns so sehr an unsere Benutzeroberfläche gewöhnt, an Raum und Zeit, dass wir anfangen, sie für die einzige Realität zu halten. Wir verdringlichen die Symbole. Uns scheint, dass wenn wir die Sterne betrachten, sie in der Realität genau in dieser Form existieren. Übrigens, was ist eigentlich Realität? Wenn Sie Kopfschmerzen haben, ist das real? Zweifellos. Aber existiert dieser Schmerz, wenn Sie ihn nicht fühlen? Nein. Genauso ist es mit Objekten. Neuronen, Atome, Sterne. Sie sind real, solange wir sie betrachten, aber anzunehmen, dass sie in derselben Form ohne Beobachter existieren, das ist ein Fehler. Schauen Sie sich dieses Molekül an. Es besteht aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoffatomen. Welchen Geschmack hat dieses Molekül? Sie antworten, Vanille, das ist lecker. Aber haben Kohlenstoffatome einen Vanillegeschmack? Nein. Der Geschmack ist einfach ein Symbol. Es ist ein praktisches Etikett, das die Evolution an diese Chemie geklebt hat, um uns zu sagen, das kann man essen. Wenn wir vor dem Mittagessen jedes Atom analysieren müssten, würden wir vor Hunger sterben. Wir essen Symbole, keine Formeln. Manchmal versagen diese Symbole. Erinnern wir uns an die australischen Käfer, die versuchen, sich mit Flaschen zu paaren. Wir lachen über sie, aber wir selbst sehen nicht die Wahrheit über die Flasche. Wir bemerken keine Quantenfelder und Atome, wir sehen einfach ein anderes Symbol, das in unserer Benutzeroberfläche Müll bedeutet und in der Benutzeroberfläche des Käfers Superweibchen. Unser Symbol ist nicht besser als das Symbol des Käfers, wir sind einfach besser an diese konkrete Situation angepasst. Aber wenn alles, was wir sehen, eine Illusion ist, wie funktioniert dann die Wissenschaft? Wir heilen Krankheiten, landen Rover auf dem Mars. Bedeutet das, wir sehen doch die Wahrheit? Ausgezeichnete Frage. Stellen Sie sich einen Formel-1-Champion vor. Er fühlt das Auto perfekt, weiß, wie man mit irrer Geschwindigkeit in die Kurve geht und gewinnt. Er ist ein Gott auf der Strecke, aber muss der Pilot die Thermodynamik der Kraftstoffverbrennung oder die molekulare Zusammensetzung der Reifen kennen? Überhaupt nicht. Wissenschaftler und Ingenieure sind genauso virtuose Piloten. Sie haben die Fahrregeln durch unser Universum brillant gelernt und schaffen Impfstoffe und Rover, aber das bedeutet nicht, dass sie verstanden haben, wie unsere Welt aufgebaut ist. Wissenschaftliche Theorien, die in der Sprache von Objekten in Raum und Zeit formuliert sind Theorien, die immer noch an die Benutzeroberfläche gebunden sind. Sie können die Realität nicht angemessen beschreiben, genauso wie Theorien, die in der Sprache von Pixeln und Symbolen formuliert sind, den Computer nicht angemessen beschreiben können. Einige Physiker, wie wir sehen werden, erkennen dies an und ziehen den Schluss, dass Raumzeit dem Untergang geweiht ist, zusammen mit ihren Objekten. Einstein hörte nie auf, über die Bedeutung der Quantentheorie nachzudenken. Wir diskutierten oft seine Überlegungen zur objektiven Realität. Ich erinnere mich, wie Einstein bei einem Spaziergang plötzlich stehen blieb, sich zu mir umdrehte und fragte, ob ich wirklich glaube, dass der Mond nur existiert, wenn ich ihn anschaue. Abraham Pace, Physiker und Wissenschaftshistoriker. Wissen Sie, wir alle leben mit einer sehr seltsamen Überzeugung.
Uns scheint, dass die Welt um uns herum etwas Festes, Zuverlässiges und für alle Gleiches ist. Wenn ich den Mond sehe und Sie den Mond sehen, dann existiert der Mond objektiv. Wie der große Physiker Wolfgang Pauli sagte, über die Existenz des Mondes zu streiten, ist wie Engel auf einer Nadelspitze zu zählen. Einstein selbst dachte genauso. Er glaubte an den Realismus, dass Dinge Eigenschaften haben wie Koordination und Spin, auch wenn niemand sie beobachtet. Er glaubte an die Lokalität, dass Dinge sich nicht instantan über Entfernungen hinweg beeinflussen können. Jedoch bewies John Bell 1964, dass Einstein sich irrte. Die Quantenmechanik sagte Effekte voraus, die in Einsteins Welt unmöglich sind. Stellen Sie sich zwei Elektronen vor. Sie sind verschränkt. Wenn Sie den Spin des einen messen, wissen Sie sofort den Spin des anderen, selbst wenn es am anderen Ende des Universums ist. Wissenschaftler führten Experimente durch und bestätigten dies. Elektronen verhalten sich so, als gäbe es für sie keine Entfernung, als hätten sie keine Eigenschaften vor dem Moment der Messung. Das ist ein Schlag in die Magengrube unseres gesunden Menschenverstands. Entweder ist die Welt nicht lokal oder sie ist nicht real im uns vertrauten Sinne. Der Nobelpreisträger und Physiker Anton Zeilinger führte eine Reihe von Experimenten durch und kam zu dem Schluss, höchstwahrscheinlich müssen wir den Realismus aufgeben. Es gibt keine Eigenschaften, bis wir die Natur danach fragen. Es gibt auch das Kochen-Specker-Theorem. Es besagt, der Wert einer Eigenschaft hängt davon ab, wie man sie misst. Es gibt keinen Spin an sich, es gibt nur Spin im Kontext dieses Experiments. Das ist, als würde man sagen, dass sie keine Stimmung an sich haben. Ihre Stimmung hängt davon ab, wer und wie sie gefragt hat. Carlo Rovelli, ein weiterer brillanter Physiker, sagt direkt: Ich versuche nicht, die Quantenmechanik zu ändern, damit sie mit meinem Weltbild übereinstimmt, sondern mein Weltbild zu ändern, damit es mit der Quantenmechanik übereinstimmt. Rovelli glaubt, dass alle Eigenschaften relativ sind. Der Zustand eines Systems existiert nur in Bezug auf einen Beobachter. Erinnern Sie sich an das Doppelspaltexperiment. Wir schießen ein Photon auf einen Schirm mit zwei Schlitzen. Wenn wir nachschauen, durch welchen Schlitz es fliegt, verhält sich das Photon wie ein Teilchen. Das heißt, es fliegt entweder links oder rechts durch. Aber wenn wir nicht hinschauen, verhält sich das Photon wie eine Welle und fliegt durch beide Schlitze gleichzeitig. Das allein ist schon Wahnsinn. Das Teilchen weiß, ob wir es beobachten oder nicht. Aber der große Physiker John Wheeler, der keiner Vorstellung bedarf, dachte sich etwas noch Krasseres aus. Er schlug ein Experiment mit verzögerter Wahl vor. Die Essenz ist folgende: Warten wir, bis das Photon durch die Schlitze geflogen ist, und erst dann, im letzten Moment, entscheiden wir, werden wir messen, wie genau es geflogen ist? Und was denken Sie? Es funktioniert. Wenn wir uns entscheiden, die Trajektorie zu messen, nachdem das Photon den Schirm passiert hat, stellt sich heraus, dass es in der Vergangenheit als Teilchen geflogen ist. Und wenn wir uns entscheiden, nicht zu messen, erfahren wir, dass es in der Vergangenheit als Welle geflogen ist. Es scheint, als würde unsere heutige Wahl die Geschichte des Photons ändern, die vor dieser Wahl stattfand. Wheeler blieb dabei nicht stehen. Er skalierte diese Idee auf die Größe des Universums. Schauen Sie sich dieses Foto an. Vor Ihnen ist ein ferner Quasar. Das ist ein supermassereiches schwarzes Loch, das Materie verschlingt und heller leuchtet als 100 Galaxien. Sein Licht flog 8 Milliarden Jahre zu uns. Unterwegs umrundete das Licht eine riesige Galaxie, die als Linse wirkte. Das Licht umrundete sie von 4 Seiten und, um genau zu sein, gibt es noch einen 5. Weg durch den dichtesten Teil der Galaxie, direkt durch das Zentrum. Vor ihnen ist der berühmteste Quasar, das sogenannte Einstein-Kreuz. Und jetzt fangen wir ein Photon von ihm ein, das 8 Milliarden Jahre geflogen ist. Das Photon hat seinen Weg bereits zurückgelegt, aber heute, wenn es in unser Teleskop gelangt, können wir wählen, wie wir es messen. Wenn wir wissen wollen, von welcher Seite es gekommen ist, dann erhält das Photon eine Geschichte des Fluges entlang einer bestimmten Trajektorie. Und wenn wir uns entscheiden, die Interferenz zu messen, dann stellt sich heraus, dass das Photon 8 Milliarden Jahre lang alle 5 Trajektorien gleichzeitig geflogen ist. Es stellt sich heraus, dass wir, hier und jetzt sitzend, mit unserer Wahl eine Geschichte umschreiben, die Milliarden Jahre dauerte. Unsere heutige Wahl bestimmt Milliarden Jahre Geschichte. Die meisten von uns können keine 100 Kilogramm auf der Bank drücken, aber wir können über Billionen Kilometer und Milliarden Jahre zurückreichen, um die Vergangenheit umzuschreiben. Eine Heldentat würdig eines Herkules. Das erhöht die Einsätze. Die Quantentheorie zerschmettert unsere intuitiven Vorstellungen über Objekte, indem sie leugnet, dass sie bestimmte Werte physikalischer Parameter besitzen, die nicht davon abhängen, ob sie beobachtet werden und wie. Jetzt zerschmettert sie Raum und Zeit. Es gibt keinen Raum, es gibt keine Zeit. Das Wort Zeit
wurde nicht von oben herabgesandt. Der Mensch hat es erfunden. Wenn es Probleme mit dem Konzept der Zeit gibt, haben wir sie selbst geschaffen. Wie Einstein sagte, Raum und Zeit sind Prinzipien unseres Denkens, nicht Bedingungen, unter denen wir leben. Einstein schenkte uns eine schöne Idee. Er vereinigte Raum und Zeit zu einem Ganzen, der Raumzeit. Das gab uns Hoffnung, dass wir endlich ein festes Fundament der Realität gefunden hatten. Aber dann kam John Wheeler und zerschmetterte diese Hoffnung in Stücke. Wheeler erklärte, Raum und Zeit sind nicht fundamental, das ist nicht der Boden der Realität. Ganz unten liegt Information. Er nannte dieses Prinzip It from Bit, wonach Materie, die wir anfassen können, tatsächlich aus immateriellen Informationsbits besteht. Uns erscheint es offensichtlich, dass der Raum primär ist und Information einfach irgendwo darin gespeichert wird, aber unsere Intuition täuscht uns. Hier ein einfaches Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie entwerfen Speicher für einen Supercomputer. Sie wollen ein Maximum an Daten in ein Minimum an Volumen packen. Ihr Konkurrent nimmt 6 kleine Kugeln und füllt sie mit Speicher. Sie lachen über ihn. Sie nehmen eine riesige Kugel, in die seine 6 Kugeln leicht hineinpassen, und es bleibt noch jede Menge Platz. Es scheint offensichtlich, Ihre Kugel ist größer, also passt auch mehr Information hinein, aber Sie irren sich. In ihre riesige Kugel passen weniger Daten als in seine 6 kleinen. Warum? Weil Jacob Bekenstein und Stephen Hawking ein seltsames Gesetz des Universums entdeckten. Die Menge an Informationen, die man in einem beliebigen Bereich verstecken kann, hängt nicht von seinem Volumen ab, sondern von der Oberfläche. Ihre riesige Kugel hat eine kleinere Oberfläche als die Gesamtoberfläche der 6 kleinen Kugeln. Diese Entdeckung heißt holographisches Prinzip. Um es zu verstehen, muss man wissen, dass die Raumzeit nicht glatt ist. Sie besteht aus Pixeln, winzigen Körnchen, genannt Plancklänge. Kleiner kann nichts sein. Hawking erkannte, die Anzahl der Bits in jedem Teil des Universums wird dadurch bestimmt, wie viele solcher Pixel auf seine Grenze passen. Darin ähnelt unsere Welt einem Computerbildschirm. Wenn Sie etwas spielen, sehen Sie eine tiefe dreidimensionale Welt, aber tatsächlich ist all diese Information flach. Sie lebt auf einem zweidimensionalen Bildschirm. Die Physiker Leonard Susskind und Gerard 't Hooft bestätigten dies. Galaxien, Sterne, Steine und wir mit ihnen. Das ist ein Hologramm. Wir scheinen dreidimensional zu sein, aber all die Information über uns ist auf einer fernen zweidimensionalen Grenze aufgezeichnet. Schwarze Löcher werfen uns noch ein weiteres Rätsel hin, das die gesamte Physik zu zerstören droht. Stephen Hawking entdeckte, dass schwarze Löcher nicht ewig sind. Sie strahlen Energie ab, schrumpfen und verdampfen schließlich. Mehr über diesen Effekt erfahren Sie im kürzlichen Video. Stellen Sie sich vor, Sie springen in ein supermassereiches schwarzes Loch. Laut Einstein und seiner allgemeinen Relativitätstheorie werden Sie den Ereignishorizont überqueren. Für Sie wird nichts Besonderes passieren, bis die Gravitation Sie zu Spaghetti dehnt. Aber die Information über sie wird gefangen sein, die Details ihres Endes bleiben drinnen. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass eine Menge Jahre vergangen sind und das schwarze Loch verdampft ist. Wohin ist die Information über Ihren Tod verschwunden? Sie ist für immer verschwunden. Und hier entsteht das Paradoxon. Die Quantenmechanik, die Grundlage der gesamten modernen Physik, besagt, Information kann nicht zerstört werden. Wenn man diese Regel entfernt, zerfällt die ganze Theorie, aber Einsteins Relativitätstheorie behauptet das Gegenteil, dass das schwarze Loch beim Verdampfen Information zerstört. 2 Säulen der Physik sind frontal zusammengestoßen. Die eine sagt, dass Information ewig ist, die andere, dass sie verschwinden kann. Jemand von ihnen irrt sich offensichtlich und das ist eines der tiefsten Probleme in unserem Verständnis des Universums. Stellen Sie sich Alice und Bob vor. Sie kennen sie gut, das sind die berühmten Forscher abstrakter Welten der theoretischen Physik. Ihre Lebensaufgabe ist es, Widersprüche in den tiefsten Schichten unserer Theorien zu finden und so macht sich dieses unermüdliche Paar auf den Weg zu einem schwarzen Loch. Ihr Ziel ist das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Alice zieht einen Raumanzug an und nimmt eine spezielle Kiste mit. In der Kiste ist nur ein einziges Elektron mit fixiertem Spin eingesperrt. Das ist ein Qubit, eine Einheit der Quanteninformation. Alice bereitet sich vor, direkt in den Abgrund zu springen. Bob bleibt aus sicherer Entfernung beobachten. Alice macht einen Sprung und beginnt zu fallen. Sie wirft die Kiste mit dem Elektron ein Stück vor sich. Schauen wir uns das zuerst mit Bobs Augen an. Er richtet das Teleskop auf Alice. Während sie sich dem Ereignishorizont nähert, passiert etwas Seltsames. Die gravitationsbedingte Zeitdilatation macht sich bemerkbar.
Bob erwartet zu sehen, wie Alice verschwindet, aber stattdessen beginnt sie, sich immer langsamer zu bewegen. Das Licht von ihr wird rot und dunkler. Schließlich friert sie für Bob einfach direkt an der Grenze des schwarzen Lochs ein. Bob sieht, wie Alice und die Kiste am Ereignishorizont plattgedrückt werden. Dann wird das Signal zu schwach und verschwindet. Aber Bob kennt die Physik. Er weiß, dass Information nicht spurlos verschwinden kann. Er beschließt zu warten. Bob baut eine riesige Kugel um das schwarze Loch, um jedes Teilchen der Strahlung aufzufangen. Er lädt sein Bewusstsein in einen Computer hoch, um die Ära der Sterne zu überleben. Billionen Jahre vergehen. Das Universum kühlt ab, das schwarze Loch verdampft langsam. Nach einer unglaublichen Menge Zeit, wenn vom schwarzen Loch fast nichts mehr übrig ist, findet Bob endlich, wonach er suchte. Im Chaos der Strahlung entdeckt er versteckte Muster. Er stellt die Information über Alices Tod wieder her. Und was erfährt er? Er erfährt, dass Alice in das schwarze Loch fiel und keine Verlangsamung spürte. Laut Einsteins Äquivalenzprinzip unterscheidet sich freier Fall nicht vom Schweben in der Schwerelosigkeit. Alice spürte keine Gezeitenkräfte, sie wurde nicht zu Spaghetti gedehnt, weil das schwarze Loch zu riesig war. Alice sah Schwärze unter sich. Sie sah die Kiste mit dem Elektronen vor sich fallen. Irgendwann überquerte die Kiste den Ereignishorizont. Hat Alice das gesehen? Ja, sie flog einfach hinterher. Für Alice passierte nichts Dramatisches, kein Blatt gedrückt werden am Ereignishorizont. Sie überquerte den Punkt ohne Wiederkehr, ohne es auch nur zu bemerken. Keine Wand, kein Einfrieren, sie flog ins Innere des schwarzen Lochs zusammen mit der Kiste mit dem Elektron. Achtung, Frage: Wo befindet sich das Elektron? Bob, der draußen steht, hält dieses Elektron in seinen Händen. Er hat es aus der Strahlung des verdampfenden schwarzen Lochs wiederhergestellt. Für ihn ist das Elektron nie ins Innere des Lochs gelangt, sondern befand sich am Ereignishorizont. Alice jedoch, die hineingeflogen ist, hielt dieses Elektron in der Kiste. Für sie hat es eindeutig den Horizont überquert. In der Physik gibt es ein fundamentales Gesetz, das No-Cloning-Theorem. Quanteninformation kann nicht kopiert werden, es kann nicht zwei identische Elektronen an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig geben. Das verletzt das Unitaritätsprinzip. Wir befinden uns in einer Sackgasse. Entweder irrt sich Bob oder Alice. Zwei Realitäten widersprechen einander. Der Physiker Leonard Susskind dachte lange über dieses Paradoxon nach und fand, wie es scheint, einen Ausweg. Er nannte es das Komplementaritätsprinzip. Die Essenz ist, dass es keinen göttlichen Blick gibt, der alles auf einmal sieht. Es gibt nur den Blick eines konkreten Beobachters. Für Bob ist es real, dass Alice am Horizont plattgedrückt wurde. Für Alice ist es real, dass sie durch den Horizont flog und später spaghettifiziert wurde. Beide Geschichten sind wahr und was wichtig ist, beide Teilnehmer werden sich nie treffen, um ihre Aussagen zu vergleichen. Alice konnte keine Nachricht nach draußen schicken. Es gibt keinen Widerspruch, solange niemand beide Bilder gleichzeitig sieht. Die Horizontkomplementarität scheint radikal, aber sie funktioniert. Sie erlaubt der Quantentheorie und der allgemeinen Relativitätstheorie ohne Widersprüche nebeneinander zu existieren. Aber wir müssen den Gedanken aufgeben, dass wir Raum, Zeit und Objekte außerhalb des Horizonts und gleichzeitig innerhalb des Horizonts beschreiben können. Die Annahme, dass wir beides sehen können, ist das Problem. Wenn wir das göttliche Auge aus dem Nirgendwo aufgeben, dann können Quantentheorie und allgemeine Relativitätstheorie friedlich koexistieren. Wir sind gezwungen, die Idee aufzugeben, dass es eine objektive Raumzeit für alle gibt. Der Raum innerhalb des Lochs und außerhalb, das sind verschiedene komplementäre Realitäten. Indem wir die Idee eines einheitlichen Raums loslassen, retten wir die Physik und versöhnen Einstein mit der Quantenmechanik. Physiker wie Raphael Bousseau sprechen jetzt von kausalen Blasen. Jeder von uns hat seine eigene persönliche Realitätsblase. Sie haben ihre Blase, ich habe meine Blase, aber wir können sie nicht zu einem einzigen widerspruchsfreien Gewebe zusammennähen. Die Realität ist für verschiedene Agenten unterschiedlich. Das ist nicht so seltsam, wie es scheinen mag. Was für einen Agenten real ist, beruht vollständig auf der Erfahrung dieses Agenten und verschiedene Agenten haben unterschiedliche Erfahrungen. Wenn ich eines sehe und sie etwas anderes, wie im Fall mit dem schwarzen Loch, ist das normal. Widersprüche entstehen nur, wenn wir versuchen, eine Karte zu zeichnen, die für alle gleichzeitig gilt. Und eine solche Karte gibt es einfach nicht. Es gibt keine einheitliche objektive Raumzeit. Es gibt eine unendliche Menge von Beschreibungen, die für jeden einzelnen Beobachter wahr sind. Sie fragen, gut, angenommen, aber was ist mit dem Urknall? Er war vor 13,8 Milliarden Jahren, als es keine Beobachter gab. Das ist doch eine Tatsache der objektiven Realität, oder nicht? Und der Physiker Stephen Hawking wird Ihnen antworten. Er schlug eine Top-Down-Kosmologie vor.
Normalerweise denken wir, dass zuerst der Urknall war, dann die Galaxien, dann erschienen wir. Hawking aber sagt, nein. Das frühe Universum war quantenmechanisch verschwommen. Es hatte keine einzige Geschichte, es war eine Menge von Wahrscheinlichkeiten. Erst jetzt, wenn wir in Teleskope schauen und Fragen über die Vergangenheit stellen, wählen wir sozusagen eine konkrete Geschichte aus vielen. Unsere Messungen heute bestimmen, wie genau der Urknall damals war. Die Geschichten des Universums hängen davon ab, was beobachtet wird, im Gegensatz zur üblichen Idee, dass das Universum eine einzigartige, vom Beobachter unabhängige Geschichte besitzt. In unserer Vergangenheit gibt es eine Epoche des frühen Universums, als die Quantengravitation wichtig war. Die Überreste dieser frühen Phase sind überall um uns herum. Das zentrale Problem der Kosmologie ist zu verstehen, warum diese Überreste so sind, wie sie sind und wie die charakteristischen Merkmale unseres Universums aus dem Urknall entstanden sind. Wenn jemand den Bottom-up-Ansatz zur Kosmologie akzeptiert, führt er sofort zu im Wesentlichen klassischen Rahmen, in denen man die Fähigkeit verliert, die zentrale Frage der Kosmologie zu erklären, warum unser Universum genau so ist. Somit ist der Rahmen, den wir vorschlagen, eher ein Top-Down-Ansatz zur Kosmologie, bei dem die Geschichten des Universums von der Genauigkeit der gestellten Fragen abhängen. Noch einmal, Hawking und eine Reihe anderer Physiker sagen Folgendes: Die Geschichte des Universums hängt davon ab, welche Fragen wir ihm heute stellen. Wenn wir die Expansionsgeschwindigkeit des Kosmos oder die Vakuumenergie gerade jetzt messen, schneiden wir sozusagen alle Varianten der Vergangenheit ab, die nicht zu diesem Ergebnis führen. Erinnern Sie sich an das Experiment mit dem Quasar? Unsere Wahl, das Photon heute zu messen, bestimmt, welchen Weg es vor Milliarden Jahren gewählt hat. John Wheeler schaute sich das an und fragte, ist der Urknall nicht einfach die Summe aller Beobachtungsakte? Jedes elementare Quantenphänomen ist ein elementarer Akt der Faktenerschaffung. Das ist unbestreitbar, aber ist dieser Mechanismus der einzige, der notwendig ist, um all dies zu erschaffen? Ist das, was während des Urknalls geschah, die Folge von Milliarden und Milliarden dieser elementaren Prozesse, dieser elementaren Akte der Beobachterteilnahme, dieser Quantenphänomene? War der Schöpfungsmechanismus die ganze Zeit vor unseren Augen und wir haben die Wahrheit nicht verstanden? Der Ansatz von Hawking und Wheeler stimmt mit der Cubism-Kosmologie überein. Laut ihr ist der Quantenzustand keine Beschreibung eines realen Objekts, es ist die Beschreibung meiner Gewissheit als Beobachter. Die Vergangenheit, einschließlich des Urknalls, ist kein erstarrtes Denkmal. Es ist eine Konstruktion, die wir auf der Grundlage dessen erschaffen, was wir heute sehen. Wie der Physiker Christopher Fuchs sagt, ist der Urknall kein fernes Ereignis, sondern ein ständiger Schöpfungsprozess, an dem wir alle teilnehmen. Wir begannen mit der kühnen Vorhersage von Hoffmans Theorie, dass Raumzeit und Objekte außerhalb der Wahrnehmung nicht existieren. Sie sind nicht die fundamentale Realität. Es stellt sich heraus, dass die moderne Physik diese Vorhersage nicht widerlegt. Im Gegenteil, sie erhält beeindruckende Unterstützung. Ja, wir haben nicht andere Interpretationen der Quantentheorie besprochen, de Broglie, Bohm, Everett und andere, die versuchen, der Realität Objekte und Raumzeit zu verleihen. Wir haben jetzt einfach keine Zeit dafür, sonst würde das Video 2 Stunden dauern. Das Wichtigste, was man sich merken sollte: Die Interface-Theorie der Wahrnehmung steht nicht außerhalb des Gesetzes. Die Schlüsselvorhersage von Hoffmans Theorie, dass Raumzeit dem Untergang geweiht ist, liegt nahe am Konsens unter Physikern. Zum Beispiel bemerkte Nima Arkani-Hamed während einer Vorlesung am Institut für Theoretische Physik: Fast alle von uns glauben, dass Raumzeit nicht existiert, dass Raumzeit dem Untergang geweiht ist und durch elementarere Bausteine ersetzt werden muss. Wenn die Raumzeit dem Untergang geweiht ist, dann sind auch physische Objekte dem Untergang geweiht. Ihren Platz müssen elementarere Bausteine einnehmen, aber wenn Raumzeit nicht der Eckstein der Realität ist, nicht die vorher existierende Bühne für das Drama des Lebens, was ist sie dann? Ich glaube, dass es ein datenkomprimierender und fehlerkorrigierender Code für Fitness ist. Viele einzelne Argumente, jedes für sich sehr stark, legen nahe, dass der Begriff der Raumzeit selbst nicht fundamental ist. Raumzeit ist dem Untergang geweiht. In den grundlegenden Formulierungen der physikalischen Gesetze gibt es im Wesentlichen so etwas wie Raumzeit nicht. Das ist sehr beängstigend, weil Physik beschreiben soll, was in Raum und Zeit passiert. Wenn es also keine Raumzeit gibt, ist nicht klar, wovon Physik dann handelt. Versuch dir stattdessen einfach die Wahrheit vorzustellen. Welche Wahrheit? Den Löffel gibt es nicht. Die führenden Köpfe des Planeten, David Gross, Edward Witten, Nima Arkani-Hamed,
Sie alle kommen zu demselben Schluss. Die Raumzeit ist dem Untergang geweiht. Sie ist nicht fundamental. In der wahren Beschreibung der Natur wird es weder Meter noch Sekunden geben. Sie werden verschwinden und etwas Tieferem weichen. Für Physiker ist das keine Tragödie, sondern eine Herausforderung. Wir beginnen endlich zu verstehen, worum es in der Physik wirklich geht. Aber es gibt ein Problem. Während die Physiker den Raum beerdigen, überzeugen uns unsere Augen und unser Gehirn weiterhin davon, dass er real ist. Wir sehen Objekte, Formen, Bewegungen. Warum sehen wir das, was es nicht gibt? Die Antwort liegt in der Evolution. Unsere Aufgabe ist zu überleben, nicht die Wahrheit zu kennen. Die Welt ist unglaublich komplex. Wenn das Gehirn versuchen würde, alle Informationen über die Realität zu verarbeiten, jedes Quant, jede Strahlung, jede Dimension, würden wir hängen bleiben wie ein alter Computer und uns würde ein Löwe fressen. Deshalb brauchen wir Datenkompression dringend. Hier ist ein aktuelles Foto vom Moment, als ich Daria, der Co-Autorin von Homo Deus, einen Antrag gemacht habe. Die Datei ist nicht klein, sie wiegt fast 3 Megabyte, aber ich kann sie komprimieren. Die Qualität wird sinken, Details gehen verloren, aber die Essenz bleibt. Das sind wir am Kap der guten Hoffnung. So macht unser Sehvermögen dasselbe. Es nimmt die hochkomplexe mehrdimensionale Realität und komprimiert sie in ein praktisches Format, dreidimensionalen Raum und Zeit. Wir sehen nicht die Welt, sondern ein Archiv der Welt. Wir sehen nicht die Millionen von Teilchen, die uns durchdringen, aber wir sehen genug, um einem Stein auszuweichen. Aber Kompression ist nur die halbe Miete. Es gibt auch Fehlerkorrektur. Wenn wir online Geld überweisen, werden die Daten mit Redundanz verschlüsselt. Wenn im Kommunikationskanal Rauschen entsteht und die Daten beschädigt werden, bemerkt das System dies und korrigiert es. Ohne das würde die Wirtschaft zusammenbrechen. Unsere Sinne funktionieren genauso. Ein Fehler in der Wahrnehmung kostet das Leben. Wenn du die Entfernung zum Raubtier falsch einschätzt, bist du tot. Deshalb hat die Evolution Redundanz in unsere Benutzeroberfläche eingebaut. Und hier treffen sich Physik und Biologie. Erinnern Sie sich an das holographische Prinzip? Alle Informationen über ein dreidimensionales Volumen sind auf einer flachen Oberfläche aufgezeichnet. Physiker wie Ahmed Al-Mehri haben herausgefunden, dass diese zusätzliche Dimension des Raums wie ein Fehlerkorrekturcode in einem Quantencomputer funktioniert. Der Raum ist keine leere Schachtel, er ist ein Schutzcode, der Informationen vor Zerstörung bewahrt. Es gibt viele clevere Möglichkeiten, Redundanz hinzuzufügen, wie das Einbetten von Nachrichten in höherdimensionale Räume, aber der Kernpunkt ist, dass unsere Sinnesorgane Nachrichten über Fitnessvorteile übermitteln und die richtige Nachricht zu erhalten ist überlebenswichtig. Irre dich um eine Größenordnung bei der Fitness und du kannst dich vom Leben verabschieden. Es ist zu erwarten, dass die natürliche Selektion Redundanz in unsere Wahrnehmungsoberfläche eingebaut hat. Genau das haben Bekenstein und Hawking über die Raumzeit entdeckt. Sie ist redundant. In jedem dreidimensionalen Raum sind alle Informationen in 2 Dimensionen enthalten. Das ist das allgemein anerkannte holographische Prinzip. Es ist kontraintuitiv und widerspricht unserer Annahme, dass der dreidimensionale Raum eine objektive Realität ist, die unsere Sinnesorgane wiedergeben. Aber es macht Sinn, wenn wir annehmen, dass unsere Sinnesorgane über Fitness berichten und Redundanz brauchen, um zu garantieren, dass ihre Berichte nicht durch Rauschen beschädigt werden. Nehmen wir ein einfacheres Beispiel. Warum sehen wir so viele Symmetrien? Schmetterlinge, Löwen, Äpfel, schließlich unser Körper. Sie alle sind symmetrisch. Wissenschaftler der alten Schule sagen, wir sehen Symmetrie, weil die Welt symmetrisch ist, aber das Theorem der fiktiven Symmetrie, formuliert von Hoffman und bewiesen von Chetan Prakash, sagt nein. Die Symmetrie, die Sie mit Ihren Augen sehen, sagt nichts über die Realität aus. Wozu sehen wir dann Symmetrie? Wieder der Einsparung wegen. Um sich die Form einer Banane zu merken, muss das Gehirn nicht jeden Pixel speichern. Es reicht, die Hälfte zu speichern und die Regel, spiegele es. Symmetrie ist ein Kompressionstrick. Es ist ein Algorithmus, der dem Gehirn erlaubt, weniger Daten zu speichern. Und hier können Sie einwenden, Stopp. Wir können Computer-Vision-Systeme bauen. Diese Systeme steuern Autos und sehen dieselben Formen und Symmetrien wie wir. Sagt das nicht, dass wir und Computer die Realität so sehen, wie sie ist? Überhaupt nicht. Das Theorem der fiktiven Symmetrie gilt für jedes Wahrnehmungssystem, biologisch oder maschinell. Die Symmetrie, die ein Computer sieht, teilt nichts über die Struktur der objektiven Realität mit. Wir können einen Roboter erschaffen, der die Symmetrie sieht, die wir sehen, aber das schenkt uns keine Erkenntnisse über die Struktur der Welt.
Um zu planen und zu handeln, brauchen wir keine Wahrheit. Wir brauchen eine Benutzeroberfläche. Schauen Sie sich GTA-Spieler an. Sie stehlen Autos, überfallen Geschäfte, koordinieren komplexe Raubzüge. Sie planen ausgezeichnet, aber sehen Sie die Realität? Nein. Die Realität dieses Spiels, das sind Siliziumchips, Netzspannung und Millionen Zeilen Programmcode. Wenn der Spieler die Wahrheit sehen würde, Nullen und Einsen, könnte er nicht spielen. Der Spieler sieht die Benutzeroberfläche, schöne Autos und Straßen und das reicht ihm. Die Wahrnehmung muss sparsam sein, alles zu sehen ist zu teuer für das Gehirn. Deshalb komprimieren wir Daten und, was wichtig ist, korrigieren Fehler im laufenden Betrieb. Dämmerung. Sie gehen durch den Garten und sehen plötzlich eine Schlange. Sie springen zurück, das Herz rast wie verrückt. Aber nach ein paar Sekunden verstehen Sie, ach, das ist nur ein Gartenschlauch. Haben Sie sich geirrt? Ja, aber es war ein nützlicher Fehler. Ihr System schickte eine schnelle, ungeprüfte Nachricht. Gefahr, denn es ist besser, sich vor einem Schlauch zu erschrecken und ein paar Kalorien zu verschwenden, als eine echte Viper zu übersehen und zu sterben. Die Evolution belohnt Paranoia, nicht Genauigkeit. Unser Gehirn ergänzt ständig das Weltbild und korrigiert Datenübertragungsfehler. Schauen Sie sich dieses Beispiel an. Wenn man zwei Kreise mit Ausschnitten nimmt und sie auf bestimmte Weise dreht, sehen Sie zwischen ihnen eine Linie. Aber dort ist keine Linie. Ihr Gehirn hat einfach entschieden, es sieht so aus, als wäre hier eine Linie, aber das Signal wurde gelöscht, ich werde sie für dich wiederherstellen. Und so sehen Sie das, was nicht existiert. Wir leben nicht in einer objektiven Welt, wir leben in einer Benutzeroberfläche, gewoben aus nützlichen Vereinfachungen, komprimierten Daten und korrigierten Fehlern. Und das ist der einzige Grund, warum Sie noch am Leben sind. Oscar Wilde sagte einmal, dass reine Farbe der Seele 1000 Dinge zuflüstert und er hatte recht, obwohl er kaum an die Evolution dachte. Farbe ist eine mächtige Botschaft. Das rote Signal der Ampel, grünes Gras, ein blauer Fleck am Knie, all das sind Überlebenssignale. Aber hier liegt der Haken. Versuchen Sie sich eine Farbe vorzustellen, die Sie noch nie gesehen haben. Geht nicht? Bei mir auch nicht. Wir sind in unserer Palette eingesperrt, wie in 4 Wänden. Unser Auge sieht nur ein winziges Stück der Realität. Das elektromagnetische Spektrum ist riesig, aber wir sehen nur einen schmalen Streifen von 400 bis 700 Nanometern. Alles andere, Röntgenstrahlen, Mikrowellen, ultraviolette Strahlung, ist für uns unsichtbar. Selbst innerhalb dieses kleinen Fensters komprimieren wir die Daten erbarmungslos. Wir haben Millionen von Rezeptoren im Auge, aber das Gehirn erhält von ihnen nur eine vereinfachte Zusammenfassung. Das ist, als würden Sie Krieg und Frieden in einer Nacherzählung von 3 Sätzen lesen. Farbe ist nicht einfach nur Wellenlänge. Es ist auch ein Bild, das unsere Gefühle hervorruft. Psychologen versuchen ein Wörterbuch dieser Signale zusammenzustellen. Man sagt, Rot sei Kraft oder Hunger, Blau sei Kompetenz und Weiß sei Aufrichtigkeit, aber das ist zu einfach. Alles hängt vom Kontext ab. Nehmen wir zum Beispiel Braun. Auf einem Hut wirkt es stilvoll und intelligent, aber denselben Farbton, wenn man ihn Menschen einfach so zeigt, nennen sie hässlich und schmutzig. Unsere Augen sehen dieselben Pixel, aber das Gehirn liefert je nach Situation völlig unterschiedliche Gefühle. Auch die Kultur trägt ihre Korrekturen bei. Ein Spanier sieht in der roten Farbe des Stierkampfs Stolz und Leidenschaft und Menschen, die unter Chromatophobie leiden, können beim Anblick dieser Farbe starke Angst oder Panik empfinden. Das Erstaunlichste ist, dass nicht nur Menschen die Sprache der Farbe verstehen. Pflanzen sehen auch, obwohl sie keine Augen haben. Sie jagen buchstäblich nach Licht. Ihre Triebe suchen nach blauen Photonen, um zu wissen, wohin sie wachsen sollen. Und rotes Licht ist für sie eine Uhr. Haben Sie einen roten Strahl eingefangen, bedeutet das Morgen. Haben Sie fernrotes Licht eingefangen, es dämmert. So erfahren Sie die Länge der Nacht und verstehen, wann sie blühen sollen. Manche Organismen haben alle in dieser Kunst übertroffen. Zum Beispiel gibt es ein winziges Cyanobakterium, das seit Milliarden Jahren auf der Erde lebt. Es nutzt seine ganze Zelle als Linse und hat ganze 27 Arten von Photorezeptoren. Wir mit unseren Augen erscheinen im Vergleich fast blind. Wir unterscheiden Millionen von Farben und das ist ein Wunder, aber es gibt etwas Mächtigeres als einfache Farbe. Es ist die Kombination von Farbe und Textur. Wissenschaftler nennen das Chromatur. Nehmen wir die grüne Farbe. Wenn es grüner, noppiger Brokkoli ist, schmeckt es Ihnen, aber wenn man dasselbe Grün auf ein Stück Fleisch überträgt, wird Ihnen übel. Chromaturen sind Handlungsanweisungen. Eine glänzende Oberfläche flüstert „Streichle“.
Eine stachelige Vorsicht und eine flauschige lädt ein, sie an sich zu drücken. Das ist ein unglaublich dichter Informationsstrom, viel reicher als einfach rot oder blau. In einem winzigen Bildstück kann mehr Information stecken als Sterne im Universum. Schimpansen zum Beispiel schauen auf eine Frucht und lesen die Kombination aus Farbe und Noppen ab, um zu verstehen, schmeckt das oder nicht. Wenn man die Textur fälscht, irrt sich der Affe. Wir sind genauso gebaut. Die rote Farbe von Blut ruft Angst hervor und dieselbe Farbe einer reifen Erdbeere Appetit. Das ist ein Code, der unsere Emotionen steuert. Das Schwierigste für uns ist zu verstehen, dass wir nicht die objektive Realität sehen. Uns scheint, dass alle die Welt gleich sehen. Wenn ich sage, die Tomate ist rot, nicken sie, aber bedeutet das, dass wir dasselbe sehen? Überhaupt nicht. Es gibt erstaunliche Menschen, Synästhetiker. Es sind etwa 4%. Sie leben in einer ganz anderen Realität. Zum Beispiel beschrieb der Schriftsteller Wladimir Nabokov in seinem Buch Erinnerung sprich sein eigenes farbiges Hören. Das lange A des englischen Alphabets hat für mich den Farbton von gealtertem Holz, während das französische A an lackiertes Ebenholz erinnert. Ich sehe Q bräunlicher als K, während S nicht ein bläulicheres C ist, sondern eine erstaunliche Mischung aus Azur und Perlmutt. Der Synästhetiker Michael Watson beschrieb seine Erfahrung beim Essen von Minze so: Ich fühle eine runde Form, sie ist auch sehr kalt, also muss es eine Art Glas oder Stein sein, nach der Temperatur zu urteilen. Das Erstaunlichste ist die absolute Glätte. Das Einzige, womit ich dieses Gefühl vergleichen kann, ist die Berührung einer hohen, glatten Säule aus Glas. Und die Künstlerin Carol Steen sieht Musik. Für sie sind Noten fallende goldene Kugeln oder farbige Linien. Ihre Synästhesie ist eine Quelle eines kreativen Videostroms, aus dem sie Inspiration für ihre Gemälde und Skulpturen schöpft. Diese genial gefärbten und dynamischen Bilder oder Photismen sind augenblicklich und leuchtend. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Synästhesie vererbt wird. Die dafür verantwortlichen Gene befinden sich auf bestimmten Chromosomen. Im Wesentlichen gibt es im Gehirn von Synästhetikern mehr Verbindungen, die verschiedene Bereiche verbinden. Zonen, die für Farbe zuständig sind bei ihnen direkt mit Zonen verbunden, die für Buchstaben oder Töne zuständig sind. Das gibt ihnen Vorteile. Synästhetiker haben oft ein phänomenales Gedächtnis. Zum Beispiel hat Daniel Tammet mit Hilfe seiner farbigen Assoziationen für Zahlen mehr als 20.000 Stellen der Zahl Pi auswendig gelernt. Im Allgemeinen gibt es viele Beispiele. Mehr über Synästhesie können Sie erfahren, wenn Sie sich dieses Video ansehen. Welchen Schluss können wir also ziehen? Die Evolution ist ein endloser Hacker. Sie experimentiert ständig mit Benutzeroberflächen. Wir haben eine. Die Fledermaus mit ihrer Echolokation hat eine andere. Der Fangschreckenkrebs, der Ultraviolett und Polarisation sieht, hat eine dritte. Keine dieser Benutzeroberflächen ist die wahre. Es gibt keinen idealen Weg, die Welt zu sehen. Es gibt nur den, der hilft, Gene weiterzugeben. Vielleicht ist die Benutzeroberfläche von Michael Watson, der Formen von Geschmäckern fühlt, sogar perfekter als unsere. Wenn das Überleben von der Haute Cuisine abhinge, hätte die natürliche Selektion ihn gewählt, nicht uns. Die Evolution hat nicht aufgehört, an den Wahrnehmungsoberflächen des Homo sapiens herumzubasteln. Mutationen, die einen von 25 mit irgendeiner Form von Synästhesie beglücken, sind zweifellos Teil dieses Prozesses und einige dieser Mutationen könnten sich durchsetzen. Der größte Teil der Verbesserungen zielt auf unsere Farbwahrnehmung. Die Evolution kümmert sich nicht um die dumme Einschränkung, dass unsere Wahrnehmung wahr sein muss. Sie erforscht frei unendliche Formen sensorischer Schnittstellen und stößt von Zeit zu Zeit auf neue Wege, unsere endlose Jagd nach Fitness zu lenken. Jede Sekunde stürzt ein Informationstsunami auf die Netzhaut. Milliarden Bits an Daten. Wir haben 130 Millionen Fotorezeptoren und jeder schreit dem Gehirn etwas zu. Wenn wir all das verarbeiten würden, würden wir schon im Kreissaal einen Blue Screen of Death sehen. Glücklicherweise haben wir einen eingebauten Spam-Filter. Zuerst komprimiert das Auge das Bild und wirft Überflüssiges weg, dann tritt die Aufmerksamkeit in Aktion. Von Milliarden Bits erreichen nur 40 das Bewusstsein. Denken Sie darüber nach. Milliarden am Eingang, 40 am Ausgang. Das ist eine brutale Selektion. Uns scheint, dass wir die Welt klar und vollständig sehen, von Rand zu Rand, aber das ist eine Illusion. In Wirklichkeit ist unsere Zone des scharfen Sehens winzig, etwa so groß wie ein Daumennagel bei ausgestrecktem Arm. Alles andere ist unscharfer Hintergrund, aber unsere Augen machen ständig schnelle Sprünge und tasten den Raum ab.
Das Gehirn näht diese winzigen scharfen Stücke zu einem einzigen Bild zusammen und wir glauben, dass wir alles auf einmal sehen. Diese Ressourceneinsparung erzeugt einen interessanten Effekt: Veränderungsblindheit. Wenn man ihnen 2 Fotos einer Stadt zeigt, auf denen ein ganzes Gebäude verschwunden ist, werden sie das höchstwahrscheinlich nicht bemerken. Ihr Gehirn hat dieses Stück Landschaft als unwichtig markiert und einfach keine kostbare Aufmerksamkeit darauf verschwendet. Wir sehen nur das, was wichtig ist. Was ist also unsere objektive Welt? Woraus besteht sie? Wenn man es maximal kurz fasst, lautet die Antwort: Wir wissen es nicht. Wissenschaftler haben verschiedene Gedanken dazu. Im Folgenden eine komprimierte Version von Donald Hoffmans Überlegungen. Es gibt die populäre Idee, dass wir in einer Computersimulation leben. Wir sind einfach Avatare in jemandes Spiel wie Die Sims oder Matrix. Irgendwo sitzt ein Programmierer und steuert uns. Und vielleicht wird auch dieser Programmierer von jemand anderem gesteuert, eine Etage höher. Es ergibt sich eine endlose Matroschka. Nick Bostrom, David Chalmers und Elon Musk schließen das nicht aus. Denn unsere Raumzeit ähnelt verdächtig Pixeln auf einem Bildschirm. Aber in dieser Theorie gibt es ein riesiges Loch. Wie verwandelt sich Computercode in Gefühl? Wie wird ein Satz aus Nullen und Einsen zum Geschmack des Morgenkaffees oder zum Geruch von Regen? Niemand weiß es. Wir können uns nicht einmal vorstellen, wie man ein Programm schreibt, das fühlen würde. Zu sagen, das ist eine Simulation, bedeutet einfach, das Geheimnis des Bewusstseins eine Ebene höher zu verschieben, aber nicht es zu lösen. Wir wissen, dass Neuronen mit dem Bewusstsein verbunden sind, aber wie genau? Der Psychologe und Harvard-Professor Steven Pinker glaubt, dass wir das möglicherweise nie verstehen werden. Wir sind an eine Wand gestoßen. Und hier wird uns ein gutes altes Prinzip helfen: Ockhams Rasiermesser. Es besagt: Wähle die einfachste Erklärung. Wissenschaftler lieben den Monismus, die Idee, dass die Welt aus einer Substanz besteht. Normalerweise sagen Physiker, alles besteht aus Materie, sie existiert in 2 Formen: Stoff und Feld. Und das Bewusstsein ist einfach ein Nebenprodukt. Aber moderne Theorien zeigen, Raum und Zeit sind nicht fundamental, sie sind einfach eine Bühne, eine Kulisse. Aber wir versuchen weiterhin, eine Theorie des Bewusstseins zu bauen, ausgehend davon, dass Neuronen und Atome die Grundlage von allem sind. Wissenschaftler probieren alles. Roger Penrose sucht das Bewusstsein in Quantenprozessen innerhalb von Zellen. Giulio Tononi baut komplexe Schemata der Informationsintegration, aber niemand von ihnen kann eine einfache Frage beantworten: Welche Formel genau erzeugt den Geruch von Kiefern? Sie versuchen, einen Hasen aus dem Hut zu ziehen, aber der Hut ist leer. Materie erschafft kein Bewusstsein. Was, wenn wir Ockhams Rasiermesser anders anwenden? Nehmen wir an, das Fundament der Welt ist nicht Materie, sondern das Bewusstsein selbst. David Hoffman nennt diese Idee bewussten Realismus. Stellen Sie sich das Universum als ein gigantisches soziales Netzwerk vor. Darin gibt es keine Steine, Sterne, Planeten und keine Leere, es gibt nur Bewusstseinsagenten. Sie sind ein Agent, ich bin auch ein Agent. Ihre Welt, das sind Sie und andere Agenten. Wir kommunizieren und beeinflussen einander. Die Welt der bewussten Agenten kann man mathematisch beschreiben und das wird sehr schön sein. Nehmen wir als Beispiel einen Spieler bei Pferderennen. Er hat eine Liste von Aktionen, auf wen setzen, und eine Liste von Ergebnissen, Gewinn oder Verlust. In der Mathematik nennt man das messbaren Raum. Der Agent setzt, das ist eine Aktion. Er erhält ein Ergebnis, das ist eine Erfahrung und diese neue Erfahrung verändert seinen nächsten Einsatz. Er sah ein leckeres Croissant, er wollte es. Er sah ein Eclair, änderte seine Meinung und wollte das Eclair. Das ist ein Moduswechsel. Mathematiker nennen das Markov-Kern. Das ist alles. Ein Agent ist einfach ein Satz von Aktionen, ein Satz von Erfahrungen und Regeln, wie das eine ins andere übergeht. Keine Mystik, reine Mathematik. Und aus diesem einfachen Schema kann man alles bauen. Gedächtnis, Lernen und Intelligenz. Das Faszinierendste hier ist, dass diese Agenten sich vereinigen können. 2 einfache Agenten erschaffen durch Interaktion einen dritten, komplexeren und so bis ins Unendliche. Möglicherweise sind unsere komplexen Entscheidungen die Stimme eines einzigen Agenten und unsere Instinkte und Emotionen sind die Stimmen von Millionen kleiner Agenten, aus denen wir bestehen. Ganz unten in der Pyramide befinden sich die einfachsten Ein-Bit-Systeme. Und möglicherweise entsteht genau dort auf dieser Ebene das, was wir gewohnt sind, Raumzeit zu nennen. Wir sind nicht von der Welt abgeschnitten. Hinter unserem Wahrnehmungsbildschirm gibt es keine kalte fremde Leere, wie Kant befürchtete. Dort sind welche wie wir. Wir sind Bewusstseinsagenten unter anderen Bewusstseinsagenten.
Natürlich können wir uns keine Erfahrung vorstellen, die unserem Gehirn nicht zugänglich ist, genauso wie wir uns keine neue Farbe vorstellen können, aber die Mathematik erlaubt uns, dorthin zu blicken, wohin die Vorstellung nicht blicken kann. Die objektive Realität existiert, sie besteht nur nicht aus Steinen und Feldern, sondern aus einem lebendigen, pulsierenden Netzwerk von Bewusstseinen. Wenn die Theorie des bewussten Realismus wahr ist, dann muss sie die Physik erklären. Nehmen wir zum Beispiel die Entropie. Physiker sagen, dass alles zerfällt und zum Chaos strebt. Leben ist ein Kampf gegen das Chaos und in der Theorie des bewussten Realismus ist Entropie einfach fehlende Information. Und Evolution ist ein Prozess, bei dem Bewusstseinsagenten versuchen, einander besser kennenzulernen. Wir tauschen Informationen wie Währung aus. Es scheint, dass das eine neue und bisher sehr rohe Idee ist, aber tatsächlich sprachen darüber schon Platon, Leibniz und östliche Weise. Bischof Berkeley sagte direkt, Sein heißt wahrgenommen werden. Hoffman fügt dem ein mächtiges Werkzeug hinzu, die Mathematik. Wissenschaft ist kein heiliges Buch der Wahrheiten, es ist eine Methode des Streits. Wir Menschen lieben es zu streiten. Ich schlage vor, in den Kommentaren unter diesem Video zu streiten. Die Wissenschaft nutzt diese unsere Eigenschaft. Wir stellen Theorien auf, greifen sie an und die stärkste überlebt. Jetzt können wir Ideen über die Seele nehmen und sie mit Gleichungen überprüfen. Hier nähern wir uns einer gefährlichen Grenze zwischen Wissenschaft und Religion. Normalerweise sagt man, Wissenschaft untersucht Fakten, Religion Bedeutungen und sie sollen sich nicht überschneiden. Donald Hoffman stimmt dem, wie auch Richard Dawkins, nicht zu. Wenn Religion etwas über die Realität behauptet, muss es überprüft werden. Wenn ein Glaubenssystem religiös oder im Gegenteil eine Behauptung anbietet, die beansprucht, ernst genommen zu werden, dann sollten wir sie mit unserer besten Erkenntnismethode überprüfen, der wissenschaftlichen Methode. Einige Themen wie Gott, das Gute, die Realität und das Bewusstsein werden für jenseits der begrenzten Reichweite menschlicher Konzepte und damit wissenschaftlicher Methoden liegend erklärt. Ich habe nichts zu teilen mit denen, die so etwas behaupten und dann konsequenterweise nichts mehr zu diesen Themen sagen. Aber wenn jemand mehr sagt, dann muss alles, was gesagt werden kann, klar gesagt werden und mit der wissenschaftlichen Methode überprüft werden. Was bedeutet das alles für uns heute? Zum Beispiel, wie sieht künstliche Intelligenz durch Hoffmans Prisma aus? Jetzt denken wir, dass, wenn man viele Chips zusammenfügt, sie lebendig werden. Aber es gibt auch eine andere Sichtweise. Ein Computer wird von selbst nicht bewusst, wie ein Stein nicht zu denken beginnt, aber wir können eine KI erschaffen, die zu einem Portal wird. Wie das Teleskop uns neue Sterne eröffnete, so kann eine komplexe KI uns Zugang zu neuen Formen des Bewusstseins eröffnen, die wir bisher nicht sehen. Die Theorie des bewussten Realismus verändert auch unseren Blick auf Gott. Agenten können sich zu unendlich komplexen Strukturen vereinigen. Die Mathematik erlaubt uns, einen unendlichen Bewusstseinsagenten zu beschreiben. Das ist ein Weg zur wissenschaftlichen Theologie, wo man Gott ohne Mystik und Aberglauben studieren kann. Jetzt ein paar Worte über den Tod. Stellen Sie sich vor, Sie und Ihr Freund haben VR-Headsets aufgesetzt und spielen Mortal Kombat. Sie sehen die Avatare voneinander, Bäume, einen See. Plötzlich sagen Sie, ich habe Durst, ich komme gleich zurück und schalten die VR-Brille aus. Ihr Avatar fällt tot um. Er atmet nicht, aber sind Sie gestorben? Nein, Sie sind einfach aus der Virtual Reality-Oberfläche ausgestiegen. Möglicherweise ist der Tod einfach der Moment, in dem wir den Raumzeithelm abnehmen. Donald Hoffman wird oft beschuldigt, dass er die Menschheit wieder ins Zentrum des Universums rückt und Kopernikus' Entdeckungen rückgängig macht. Angeblich wieder, alles dreht sich um uns. Aber das ist nicht so. Er sagt nicht, dass der Mensch das Zentrum von allem ist, er sagt, dass das Bewusstsein die Grundlage von allem ist und die Formen dieses Bewusstseins sind unzählig. Was ist Raumzeit? Ich biete Ihnen die rote Pille an. Raumzeit ist Ihre virtuelle Realität. Ein Helm, den Sie erschaffen haben. Die Objekte, die Sie sehen, sind Ihre Erfindung. Sie erschaffen sie mit einem Blick und zerstören sie durch Blinzeln. Sie haben diesen Helm Ihr ganzes Leben lang getragen. Was wird passieren, wenn Sie ihn abnehmen?